Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Arise. Ja, mittlerweile haben wir die 50 Folgen schon geknackt. Das ist schon krass. Und ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel echt noch geht. Ja, wir sind hier in Renas angekommen und suchen ein Geheimversteck, wo wir den anderen Lord, sage ich jetzt einfach mal, finden wollen. Und dafür müssen wir noch die anderen Leute fragen, auf welche oder für wen die jetzt für Lords sind. So, dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Kenaris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnend über unser berühmtes Haus zu sein, beherrscht vom geschätzten Lord Almeidra. Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören, und ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Leniens nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almeidra räumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Sie stürzte nicht nur ihrem Vater und voriger Familienanführer, sondern entfernten auch ihren älteren Brüder, um den Thron selbst zu besteigen. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Almeidra ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über das ganze Land ausbrechen. Tja, du wüsstest, dass die schon alle tot sind. Geradezu abscheulich. Ach, ich habe gerade nur etwas über Wohlran gelesen. Kann ich euch helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Uvagil Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wohl noch immer. In meinen Augen ist Lord Uvagil der wahre Wasserlord. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Und was Wohleren Herrschaft über Ganasarus angeht, ich mag gar nicht dran denken. Er versklavt nicht nur Lenia, sondern auch Renia. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der die Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Ignisri überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn, ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Das wird nur an unserem Volk. It seems like the people on Lenegis don't really know much about Volran either. I remember being quite surprised when the Lord of Ganatheros changed so abruptly. Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary. Remember, we Renans are raised to accept everything at face value. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders, carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Rena, so to speak. Right. It's the same reason Balsif hated my guts, and Ganabelt went after you. Because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Alphen, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsif and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Yeah, but still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either.
They were individuals, just like the rest of us. So I guess what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Rinwell. Am I wrong? Not at all. Being a Danon doesn't make you a good person. And being a Renan doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Xion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Das sehe ich genauso. Quest abgeschlossen. Juhu. Eine Nebenquest. So, dann erkunden wir mal ein bisschen weiter hier. Nehmen wir mit. What's this thing? Traumchili. There's something I just don't get. What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfried Milgras, the former lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfried whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lenegus? I guess over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegus from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renan by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Genau, so, weiter geht's. Doe? Faria. Varia? Isn't that the person that Avakir guy was... But why are you here? Wait, don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... Kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Danon rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else.
You're just a coward! Da ist ja die mystische Frau. Okay. Also ist sie doch hier. Dohalim. I apologize that you had to witness that. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Ich habe dich genau gesehen. Hier war irgendwo die Frau. So. Gibt's hier noch irgendwas? Und das war eine Kiste. Noch einen orangen Chili. Nehme ich mit. Mann, wo es nicht überall lang geht, ey. Eindeutig eine Riesenstadt. Ja, da ist auch noch eine Kiste. Tofu. What's this thing? Das ist ein halben Tofu. Oder eins von zwei. So, da vorne kann man sich ausruhen, übernachten. Das ist gut. Wow, this place is beautiful. Yeah. It must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renan sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dana, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority, and introduced her to Tarnigan and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides,
It was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagan and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagan had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagan was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less, she would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty, instead I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Alphen. Wer beobachtet mich da? I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. Ob hier noch was versteckt ist? Mal kurz gucken. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe. But I still wanted to say thank you. I see a medic and supply officer over Nee, ist there. nix. If they know you're with me, they'll likely offer their assistance. So, ja, es hört sich doch What do gut you an. say we check back in on the ranch? Okay, mal gucken, was hier gibt. Ja, rast mal aus hier. Was haben wir denn? Thanks Ja, ein for bisschen waiting. Eat is Fischen ist immer gut. So, was gibt's hier Neues? Früchte kaufen. Traubenchili. Okay, ist das hier? So, rein theoretisch gibt es hier neue Rüstungen. Werde ich aber nicht nehmen. Aber für Schmieden. Ah, okay, es gibt schon bessere Sachen, ja.
das kriege ich ja nicht. So, dem könnte ich auch was Neues geben. Ich brauche auch auf jeden Fall mal was Neues hier, ey. Was ist das denn, ey? Richtig krass. Ja, komm. Ich nehme die Waffe. Have you guys checked your equipment lately? Der Held darf immer als erstes die Waffen ausrüsten. So, muss ich kämpfen? Lenegis soldiers. Any way we can avoid fighting them? That all depends on them. Whatever happens, be ready. Well, so much for them Ja, not wanting to muss fight. kämpfen. I am Lord Dohalim of Elder Menencia. I command you. Threat to the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Oha, ja. Schauen Sie mal was. They want to fight, they got one. It's almost too strong. Split it open. Be my guest. Also stark sind die auf jeden Fall. Now we're never. In a bind? You're finished. Burn in hell. Leave the target to me! Burning field! Fertig hier. Wie viel Energie die haben, ist schon heftig, ja. Der Tote eine? Oh. Ja. Greift man den an da. These fists have got your name on them. Not in your dreams! Where are you going? You're finished. Dragon swarm. Eat this. Take this. Dragon swarm. Ja. Astral energy! Say no more. Richtig, ja. Not a chance. Dragon swarm. I'll crush you. Lightning reflexes. Genau. Tenebrous claw. Hol ihn mal durch die Birne. Frozen! Hammer. Da hilft echt nur solche Attacken, ey. Here's evil! Thunder field! Ja. Those soldiers seem different from the citizens we've come across so far. Yeah, they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats. A few frenzied Zeugles during experiments here and there, but not much else. Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Haros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis before. Maybe someone doesn't want us here, and the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, we're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. Sehr schön. Oder würde ich sagen, dann speichern wir doch vorher. Bevor wir uns verprügeln lassen hier. So. Okay. Dann gucken wir mal, ob hier was gibt. Eine Kiste, auf jeden Fall. Noch ein Traumgelee. Hallo. Ja, dann heißt es wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Juhu. Glacial spear! Here's evil! You're mine. Freeze Lancer! Dragon swarm. So. Vacuum blade. These ones can run rings No around further. Dürften gar nicht so schwer sein hier. Vacuum blade. Dragon swarm.
Take it! Double demon fang! I'm not done! The flame inside me yearns to be let free! Ready and ready! Burn! Ja, der ist fast tot. Das ist immer gut. Dragon Swarm! Double demon fang! Dragon Swarm! Und man kann ja nicht den Phoenix machen, ja? Rising Phoenix! Das braucht so viel Energie, ey. Double demon fang! This one's all mine! Light burst forth! Naja, auf jeden Fall übe ich einfach hier. Double demon fang! My turn! Stardust! Toll. Daneben. Doch, habe ich noch getroffen. Ganz schön flink, die beiden, ne? Ja, tschüss. Step back. This one's all law. Gibt auch gute Erfahrung. Der macht mir Sorgen, ey. Wenn schon, denn schon. Jetzt bestimmt auch über 200.000. Oha. Oh, die ist aber aggressiv hier. Komm hier. Genau, mach mal ein bisschen was hier. Ja, davon mal aber nur einen hier, ey. Ja, die hat nämlich nicht wenig Energie hier. Da war ja nicht so viel, ja. Sind ausgewichen, ja. Das ist schon so nicht wenig, ne, aber... Au, au, au. Ja. Fast die Hälfte ist down. Au, 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 ey. Meine Fresse, hier rastet ja aus, ey. Das ist ja schön, kann ich nochmal ausrasten. Da kriegst du jetzt nochmal ein Flammenschwert auf den Kopf hier. Die hat mindestens 250.000. 100%ig. Genau, raste nur mal einmal aus hier. Cool. Danke. Ich hänge hier, ey. Ja, endlich tot, ey. Meine Fresse. Was eine Geburt hier. They really made us work for that one. 10 Heuschrecken und zu den... Ja, die brauche ich aber, die Rüstungen, die Sachen.
Auf in den Kampf. Das war meine spezielle Attacke. Keine Ahnung, gesagt, dass du mich umbringen sollst. Hey, da wird das überrochen. Okay. Was war das denn? Ja, was? Sowas hier. Ach, das bin ich. Ah, ach so. Habe ich gar nicht gewusst, dass ich das hier machen kann. Okay. Falscher Knopf. Ciao. Das kostet mich ganz schön viel HP hier, ey. Hundemarken aus Platin. Nice. Nehmen natürlich sowas hier mit. Rezept für Erdbeerkuchen. So. Würde ich jetzt auch essen, wenn ich einen hätte. Ich kann mit auch eine Attacke machen? Nein. Ne, geht nur mit der einen Attacke. Okay. Schön. Das Problem ist, sie ist zu gefährlich, ja, ich die Attacke mache. Ja, bring ich mal wieder, ja. Hier ist was los. Ja, warum nicht, ne? Hier ist auch noch was. 1000 Gegner hier, ey. Ja. Those soldiers don't seem to have any qualms about attacking on sight. Is Das will ich nicht machen. someone making them stand guard over the forbidden zone? Voll unfair hier. Uiui. Tja, bleibt mir nichts übrig, muss ich dich bewegen. Gebe ich dir mal Orange. Ist aber auch gefährlich hier, ey. Schau mal, was die hier, ey. Also hier mehr Zahlen als alles andere hier. Das ist auch guter Schaden.
Sehr schön. Kann man schön sehen, wie viel Schaden der Mann insgesamt macht. Über 100 Treffer, ey. Ja. Ist leider unterbrochen, schade. Hier weg. So, Hälfte noch. Ist aber auch eine Heuschreckenplage hier. Genau, raste eine Maus hier. Ach, nicht getroffen. Sehr schön. Ja, ich denke mal, dass er mal so 40.000 hat. So, durch. Mann, ey, ganz schön hartnäckig hier. Remember to tell me if you need healing. I expect you'll be in high demand if that's the case. So, müssen wir aber heilen. Nee. Sonst wird das hier nichts. So, gucken, ob wir da was Schönes kriegen. Hoffentlich nicht noch so ein Vieh. Na, ist egal, nehmen wir mit. Sollte nicht so schwer sein wie die Heuschrecke. Das ist gut, ja. Das war perfekt. Und schön alle Gegner getroffen. Sehr schön. Immer drauf mit euch, ja. Dass sie immer so aktiv sein müssen, so wie ich. So, dunkle Mähne. So, das ist auch nochmal ein Trans. Bla bla bla. Regenerierungskristall. Oh, der ist gut. Den brauche ich nämlich. Der ihn sofort ausbessert. Zahlreiche Stunden verursachen. Regenerierungskristall 1. Das ist doch, glaube ich, den ich brauche hier, ne? Richtig nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da kann ich doch bestimmt den einen... kann ich das denn nehmen? Den einen Ring schmieden. Hab ich jetzt das genommen? Ja. Ja, das sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. So. Guten Tag. Hallo. Mal drauf damit, ja. Phoenix und... Ich habe gar nicht gesehen, ob ich das geklaut hat. Aufpassen, ja.
Nicht, dass ich hier... Okay. Genau, boxen mal weg da. Moin. So muss das sein. Ja, lohnt sich eh nicht mehr, oder doch? Ja, ist auch gleich down. Endlich. Ja, stärker muss ich auch sein. So, direkt den nächsten hier. Ich hab was für euch. Und mal drauf hier. Oh, schöner Schaden, ey. Ach, Mann. Ruhig unterbrochen, ey. Ey. Ich will nicht sterben hier. Okay. Ich will auch mal kurz sein da hinten. Mann, 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 ey. Tschüss. So, mal irgendwelche Fragen hier. Hier ist, glaube ich, auch noch was. Ja, Geld nehme ich mit. Mangelware. Aber wenn ich überlege, hier 21.600 Geld kriege ich. Du kannst sogar für 2 Euro 100.000 Geld holen. Ist auch nicht viel. So, da würde ich doch sagen, machen wir mal hier so einen Cut. Und jo. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Haben wir endlich mal wieder ein paar Kämpfe gehabt. Und ich sag einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Part wieder bei Tales of Arise. Mach's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.